Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Pomadeshop YouTube-Kanal. Ich bin der Flo und ich möchte euch heute mal so einen kleinen Überblick, Einblick, Guide über matte Haarstyling-Produkte geben, weil da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Schlagwörter, die man immer überall liest, jedenfalls zum Beispiel auf unserer Webseite www.pomadeshop.com oder auch sonst so in irgendwelchen Haarstyling-Foren oder anderen Geschichten. Und ich möchte euch mal so ein bisschen da durchführen. Ich habe festgestellt, ich habe das Ganze eigentlich als Guide geplant. Vielleicht wird es eher ein Video, was euch noch mehr verwirrt als vorher. Nein, Schmarrn. Aber war alles nicht so leicht, das eindeutig zuzuordnen. Und genau zu dem Punkt komme ich auch gleich. Das geht nämlich gar nicht so gut. Aber ich erkläre euch einfach mal, wie ich da jetzt mich durchgearbeitet habe oder wie man sich da an die ganze Sache herangehen kann. Ich bin im Moment absolut auf dem Trip für matte Haarstyles. Ich habe jetzt so einen lockeren, gescheitelten Style mit nach vorne gekämmt und mit ein bisschen Textur. Wer mich kennt oder meine alten Videos kennt, weiß, dass es früher anders war, nämlich genau das Gegenteil. Ich habe es eher nach hinten gekämmt gehabt und mit viel, viel Glanz. Im Moment habe ich so diese Phase. Mal schauen, wie lange das dauert, bis es wieder zu einer anderen Phase kommt. Aber so ist es bei mir manchmal. Und ja, ganz kurz vorab legen wir eigentlich gleich los. Der Begriff Pomade allgemein, da fängt es ja eigentlich schon mal an, dass der Begriff Pomade nicht eindeutig irgendwo festgeschrieben definiert ist, weil eine Pomade, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Haarstyling-Produkte, auch Drogerieprodukte, wo letztendlich dann eigentlich nur eine Art Haargel oder billiges Haarwachs drin ist, wo auch der Hersteller dann Pomade auf den Deckel draufschreibt oder aufs Etikett, weil einfach dieser Begriff nicht geschützt ist. Und auch hier habe ich zum Beispiel jetzt eine Vielzahl an Pomaden vor mir und das sind nur die matten Produkte. Es gibt ja noch die glänzenden, es gibt die Klassiker und fast überall steht Pomade drauf. Und die Produkte sind eigentlich komplett unterschiedlich. Das heißt, da geht schon mal los, dass die ganze Einteilung, die ganze Kategorisierung gar nicht so einfach wird. Ist ja ganz ähnlich auch bei den Härtegraden, würdet ihr wahrscheinlich kennen. Eine Medium-Pomade vom einen Hersteller ist nicht gleich von der Festigkeit der Medium-Pomade eines anderen Herstellers. Also ist alles so ein bisschen Interpretationssache. Und genauso ist es auch bei den matten Produkten. Denn wenn wir jetzt mal von der Pomade ausgehen, eine klassische Pomade, wie wir sie jedenfalls oder auch die meisten definieren, muss eigentlich auf Ölbasis sein. Das heißt, da ist Vaseline meistens die Grundzutat und demzufolge sollte das eigentlich auch immer einen guten Glanz geben, weil der Vaseline von Natur aus einfach glänzt, ist ja ein Erdölprodukt. Und natürlich gibt es auch Leute, die möchten Pomade benutzen und möchten dann aber nicht so glänzendes Haar haben, so wie ich aktuell zum Beispiel. Und da würde man jetzt eigentlich sagen, greife ich am besten zu einer Mattpomade. Und zum Beispiel gibt es da von King Brown die Matte Pomade oder auch von Reuzel die Extreme Hold Matte Pomade, da steht einfach wunderschön Mattpomade drauf. Das heißt, es muss eine matte Pomade sein. Mattpomaden, die Kategorie findet ihr auch, oder matte Pomaden heißt es, glaube ich, auf unserer Webseite. Und matte Pomaden sind meistens eher auf Wasserbasis, manche unorthodox, manche orthodox. Das heißt, die unorthodox wasserbasierten haben auch als zweite Basis noch Wachs oder Öl. Das heißt, sie werden nicht ganz so fest und trocken im Haar und lassen sich aber fast genauso leicht rauswaschen wie eine orthodox wasserbasierte. Also ein Beispiel für eine unorthodox wasserbasierte Mattpomade wäre zum Beispiel auch die Pompis Matte Pomade in dem Fall. Gibt aber auch ölbasierte Mattpomade und zwar so als eine der wenigen die King Brown Matte Pomade. Die hat nämlich, wenn ich auf die Inhaltsstoffe gucke, als erste Zutat Petrolatum, also Vaseline, also wie eine klassische glänzende Pomade eigentlich hätte. Gut, danach kommt Wasser, das heißt, sie ist dann quasi unorthodox ölbasiert. Naja, egal. Das erste zählt für uns auf jeden Fall, das ist Petrolatum, also die Vaseline. Und was macht die jetzt matt? Wenn ich hier reingucke, dann ist an dritter Stelle kommt Kaolin. Und Kaolin ist eine Art Tonerde, also wirklich so ein Pulver. Ihr könnt es so ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr irgendwas aus Ton klein reibt, wirklich zu einem Pulver. So ähnlich ist es auch, fühlt sich das auch an und ist auch von der Beschaffenheit so ähnlich. Und das bindet Flüssigkeit, sorgt dafür, dass etwas matt aussieht. Und deswegen ist es in so ein Produkt mit reingemischt, um das Produkt matt aussehen zu lassen. So, Kaolin, Tonerde oder Ton heißt auf Englisch Clay. Und da kommen wir eigentlich zur nächsten Kategorie, nämlich den Clay-Pomaden oder den Matte Clays. Matte mal mit oder ohne E hinten dran. Ich glaube, das liegt an British English oder American English. Ich weiß auch gar nicht genau, welche Variante zu welchem dazugehört. Findet man verschieden. Zum Beispiel hier auf Womanizer steht es ohne E. Bei Womanizer Matte Clay, bei Lockharts oder bei MG-Pomaden steht es dann groß mit E drauf.
Und die heißen halt einfach Matte Clay oder Clay Pomade, wie es auch hier bei der Sherry Revival drauf steht. Deswegen, weil da Tonerde mit drin ist. Und jetzt wird es schon ein bisschen konfus, denn da steht jetzt nicht Clay drauf, da ist doch auch Tonerde drin. Und da seht ihr schon, das ist alles so ein bisschen schwammig und nicht eindeutig. Das ist ziemlich viel Interpretationsspielraum, den es da gibt, ob der Hersteller jetzt das Clay draufschreiben möchte oder nicht. Und ganz abgefahren wird es dann, wenn Leute oder wenn Hersteller dann auch sogar Clay draufschreiben, obwohl nicht mal Clay drin ist. Das habe ich jetzt allerdings vergessen herzuholen. Ich hole es mal schnell. Das wäre nämlich dieses hier, das Cement oder Cement Clay von Layrite. Da ist nämlich gar keine Tonerde drin. Trotzdem heißt es Clay, weil es einfach vom ganzen Verhalten wie ein Matte Clay einfach auch im Haar sich anfühlt. Also so wie die Produkte hier. Ja, konsequenterweise Zement ist natürlich auch nicht drin. Von dem her kann man sagen, haben sie alles konsequent einheitlich so gehalten. Sie schreiben drauf, was nicht drin ist, aber was sich halt ungefähr so anfühlt. Also sie ist sehr, sehr fest, hat einen zementharten Halt und matt wie ein Clay eben ist sie. Und Matte Clays gibt es jetzt auch wieder auf ganz verschiedenen Basen, nämlich sowohl wasserbasiert als auch ölbasiert. Ich habe vom Gefühl her, kenne ich glaube ich mehr wasserbasierte Clays, wobei man sagen muss, dass da die meisten sogar ziemlich nah, wenn nicht sogar Vollgas drin, in einer unorthodox wasserbasierten Clay drin sind. Zum Beispiel hier die American Gardens von Sherry Revival ist unorthodox wasserbasiert, die basiert auf Aloe Vera Saft, was quasi dem auch zum Teil aus Wasser besteht, und danach kommt gleich Candelilla-Wachs und dann Kaolin. Wenn ihr Kaolin nicht findet auf den Labels von Clay-Pomaden, auf den meisten jedenfalls, dann ist es meistens Bentonit, auch eine Tonerde. Aber vor allem dank den ganzen Homebrewern finden wir immer mehr Clays auf dem Markt, die auch ölbasiert sind, also wirklich komplett auf Vaseline oder Bienenwachs basieren, wie zum Beispiel das MG Matte Clay oder auch, wir hatten schon das Womanizer Clay oder auch das Lockhart's Matte Clay. Oder wer es Medium, also mittelfest mag, es gibt nämlich alle verschiedenen Härtegrade, in dem Fall auch das Clay von Ogre Pomaden. Und ja, hier sieht man dann, dass dann hier Vaseline drin steht und dann Bienenwachs, das man auch findet, sogar Lanolin. Und dann kommt erst Bentonit, also das angesprochene Clay, was dann das ganze Produkt auch wirklich matt macht. Da habt ihr natürlich dann auch maximale Pflege dabei bei solchen ölbasierten Matte Clays. Und die kommen einfach sehr nah an eine klassische feste Pomade oder gut, bei dem Fall mittelfest heran, ohne halt zu glänzen. Das ist halt sehr cool, weil es eben die Vorteile von einer klassischen Pomade nimmt, aber halt, wer den Glanz nicht möchte, hat trotzdem ein schönes Produkt hiermit. So, jetzt ist halt zum Beispiel bei so einem Produkt wie dem hier schon ein bisschen komisch. Das stelle ich jetzt mal dazwischen, weil wir haben hier die Mattpomaden, hier die Clays. Hier ist auch Tonerde drin, also ist eigentlich auch ein Clay. Also wird es schon ein bisschen konfus. Und noch konfuser wird es, wenn ich jetzt zu Pasten komme oder Matte Pastes, zum Beispiel die Pompey's Matte Paste oder hier steht es schön groß drauf, die O'Dowd's Matte Paste oder auch die Anti-Gravity von Lockhart's hat hier unten Matte Paste draufstehen. Matte Pastes waren für mich immer so vom Gefühl einfach so die cremigeren, leichteren Produkte im Vergleich zu Matte Clays. Weil ich komme immer so wahrscheinlich vom Grundgedanken an Zahnpasta, Paste, deswegen denke ich, eine Matte Paste muss ungefähr die gleiche Konsistenz haben. Ist jetzt allerdings auch wieder schwierig, denn vom Halt her sind sie im Haar oft genauso. Die sind zwar zum Rausnehmen und zum Verarbeiten oft cremiger und leichter, aber dann letztendlich der Halt im Haar entfaltet sich dann trotzdem genauso hart wie zum Beispiel bei so einem Matte Clay. Also kann man das auch wieder nicht eindeutig sagen. Von der Basis her gibt es auch wieder eigentlich fast alles, außer, ich glaube, ölbasiert kenne ich jetzt keine Paste Pomade oder Matte Paste. Zum Beispiel eine wasserbasierte Matte Paste wäre die von Lockhart's oder unorthodox wasserbasierte werden von Sherry Revival oder O'Dowd's. Und was aber jetzt auch wieder ein bisschen konfus wird, ist, dass bei den meisten Matte Pastes natürlich auch wieder, damit das Ganze matt ist, hier an zweiter Stelle gleich Kaolin mit drin ist. Und hier auch an zweiter Stelle Kaolin. Das heißt, ich kann die eigentlich auch schon wieder alle mehr Richtung Clay stellen, weil wir haben ja gelernt, Kaolin ist Clay. Das heißt, man kann sein Produkt eigentlich auch so benennen. Ganz abgefahren wird es dann bei der Tortuga von Rarecraft zum Beispiel, weil die fühlt sich vom Gefühl her an wie eine Matte Paste. Die ist relativ weich und cremig, so wirklich so eine Paste. Heißt aber halt auch, weil es halt auch stimmt, weil Clay drin ist, einfach Matte Clay. Also eine Paste, die auch wieder zu diesen Clays dazugehören dürfte, rein von der Benennung. Und ihr merkt so langsam schon, dass es einfach wirklich
keine richtigen, eindeutigen Regeln gibt, wie man die Produkte benennt. Das macht jeder Hersteller gerne für sich mit seiner eigenen Interpretation. Es gibt da noch ganz abgefahrene Sachen, wie zum Beispiel Texture Clay von Damon Barber. Das ist halt ein Clay, was sich vor allem besonders gut für Texturlooks eignen soll, wobei das eigentlich alle hier machen. Haben von O'Dowd auch das Dry Wax, also auch wieder ein Produkt, wo Kaolin mit drin ist und was matt ist. Genauso wie Paste Pomade von King Brown, Hair Cream von Pomp & Co. Matte Cream kennen wir sowohl von zum Beispiel J.S. Sloan als auch von Layrite wiederum. Und jetzt wird es hier ziemlich voll. Und wenn ich jetzt spontan drüber nachdenke, die einzige Kombination, die ich so jetzt aus dem Begriff noch nicht kenne, wäre irgendwie Clay Paste. Wir haben hier die Tip Top Clay Paste. Also lauter Begriffe, die man anscheinend kombinieren kann, wie man möchte. Und dann hat man am Ende auf jeden Fall ein mattes Produkt. Das heißt, ihr seht, ich wollte euch helfen, da ein bisschen durchzusteigen, habe es eigentlich nicht wirklich geschafft, denn es ist so durcheinander. Und es ist so voller Interpretationsspielraum und jeder hat ja seine eigenen Kategorisierungen und Einschätzungen, was ist. Deswegen empfehle ich euch, dass ihr einfach, wenn ihr ein Produkt interessant findet, auf unserer Webseite die Produkttexte durchlest. Wir testen alle unsere Produkte selber und unsere Erfahrungen schreiben wir dann in die Texte rein. Oder wenn ihr keinen Bock auf Lesen habt, schaut euch unsere Reviews an. Die sind meistens bei den Produkttexten mit dabei auf der Webseite. Falls nicht, dann könnt ihr auch bei YouTube einfach den Produktnamen eingeben, wenn er euch interessiert. Dann findet ihr meistens unser Review. Wir haben, ich würde sagen, mindestens 90% all unserer Produkte haben wir schon ein eigenes Review-Video zu gemacht. Ich zuletzt zum Beispiel zur Tortuga, den Link findet ihr jetzt da oben. Genau, schaut euch da einfach mal durch, wenn ihr irgendwie Lust habt. Dann kriegt ihr auf jeden Fall die Infos mit, wie das Produkt sich verhält, wie fest es ist, was für eine Basis es hat und so weiter. Was sie aber auf jeden Fall alle vereint, sie sind im Haar matt. Zumindest seidenmatt, wenn nicht sogar bis ganz trockenmatt, aber sie sind alle matt. Das ist auch eindeutig das, wo aktuell der Trend liegt, wo der Trend auch so ein bisschen immer noch hingeht. Sogar eingeschworene Glanzfans wie ich lassen sich da gerade mitreißen und sie sind auf jeden Fall alles Top-Produkte. Alle zusammen mit einem schönen Matteffekt und wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen verwirrt seid von diesen ganzen Wörtern und Begriffen, lasst euch davon nicht verwirren, schaut euch einfach ein bisschen unsere Videos zum Beispiel an oder lest euch unsere Texte durch, dann wisst ihr da sehr gut Bescheid und falls ihr trotzdem noch Tipps und Hilfe braucht, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Alle unsere Kontaktdaten stehen in der Videobeschreibung oder ihr könnt einfach direkt hier drunter in die Kommentarspalte auch reinschreiben. Da melden wir uns immer gern. Und ja, so viel zu, ich helfe euch mit matten Produkten und letztendlich verwirre ich euch eigentlich nur noch mehr. Aber ihr wisst ja, wo ihr Hilfe bekommt. Von dem her hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, hier einzuschalten und würde ich mich freuen, wenn ihr das auch beim nächsten Video tut. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Flo. Sollte euch das Video gefallen haben, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Vergesst nicht die Glocke zu drücken, denn dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Hier haben wir mal versucht, das Thema Kundenservice ein bisschen lockerer für euch zu gestalten, gerade wenn es darum geht, was mit eurem Packel gerade los ist, wenn es verschickt wurde. Hier findet ihr jetzt noch ein weiteres Video von uns, solltet ihr immer noch nicht genug von uns haben.